Herzlich willkommen alle miteinander zur zweiten Folge von Hogwarts Legacy auf dem PC. Wir haben gerade das Intro und den Prolog hinter uns gebracht und jetzt sind wir am zweiten Tag frisch aufgewacht und lernen mal unsere Mitschülerinnen und Mitschüler kennen in unserem Common Room. Anscheinend sind alle schon aufgestanden, außer uns. Hier, ich kann euch hören. Hallo? Kannst du mit mir sprechen? Okay, ja. Aber reden will irgendwie keiner mit mir, auch wenn ich mit ihnen reden möchte. Okay, wer will denn mit mir reden? Da drüben ist jemand. That is not helpful. Aha. Was gibt's zu meckern? Sebastian. Can I help you? Oh, freundlich. Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Ja. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Boah, it was exciting. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Was hast du gerade gelesen? What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Ah, das lässt tief blicken. Hm? Kriegen wir dann noch irgendwo anders irgendwelche Spells her? Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Ja, er will wohl nicht mit mir hier reden, hm? Irgendwo an einem geschützteren Ort. Cooles Feuer. Ja, das Buch hilft dir nicht besonders, aber du nimmst es trotzdem wieder in die Hand. Ja, schön. Ja. Ja, allgemein ziemlich imposanter Common Room. Okay, dann da hinten gibt es noch ein paar Leute, mit denen wir reden können. Imelda und Ominous. All I can say is don't look inside my notebooks. There's not one week gone by I haven't had a howler from my mother. She's doing it deliberately. It's because I left my room in a mess. Tried to summon If you do that, you'll lose. Trust me. Not sure who felt it more. Na? Wizard Chess? Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Ja, sie wusste es. Natürlich. You should have listened to me. Ah, I know who Okay. you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you and Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Da ist ja jemand von sich überzeugt. Mal gucken, ob ich hier ein bisschen Paroli bieten kann. We had it handled. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Ja, viel Spaß. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time.
There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Noch mehr Selbstbewusstsein. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Ach was, ernsthaft? Nice meeting you? Was auch immer das darstellen soll. Das scheint irgendwie so eine Art Einhorn zu sein. Aber das hier? Keine Ahnung. Ein angefressener Apfel nebendran. Und das hier, das sind irgendwie... scheint ein ziemlich großes Aquarium zu sein. Oder vielleicht ist es ja auch einfach nur der See, an dem Hogwarts liegt. I really hope we get to see, or at least hear one today. Und was guckt ihr euch da an? I think I heard one. Was? Was habt ihr gehört? Doubt mermaids find us that interesting. Meerjungfrauen. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Okay. I do like to make an entrance, natürlich. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. Ha! You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Tja, da ich das sowieso schon alles weiß, hat er wahrscheinlich recht, aber ja, wenn ich das erste Mal spielen würde, vielleicht schon eher. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He Warum was nicht? obsessed with blood status. A pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Ja, das wird öfter noch ein Thema, glaube ich, sein. Aber jedenfalls ist Ominous ein wichtiger Charakter im Spiel. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Ach ja, du machst ja auch gern Spaß, Naja. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Ja, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Slytherin in here. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Ja, die darf noch gerne ein paar Minuten warten, die Professor Weasley. Ich darf hier doch gerne in Ruhe meine Runden drehen. Was ich sagen wollte ist, Ominous, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ist blind. Aber das hält ihn definitiv nicht davon ab, sich frei in der Welt zu bewegen. Und Sebastian ist ein guter Freund von ihm. Mit denen werden wir noch das eine oder andere Abenteuer erleben. Ja, also hier könnten wir jetzt da, wenn wir die Treppe raufgehen, weitermachen mit Professor Weasley. Aber jetzt gucken wir uns erstmal noch so ein bisschen an, wie unser Common Room dann noch so aussieht, was es hier noch so alles gibt. Hier hinten sind, glaube ich, noch weitere Schlafsäle. Da könnte man jetzt überall reingehen. Ich gehe jetzt mal nur in einen rein, aber die sehen alle gleich aus. Und hier gibt es, glaube ich, auch nicht wirklich was man entdecken könnte. Ich würde überall Revelio machen, aber da ist nicht wirklich viel. Wir lernen sowieso, müssen sowieso erst nochmal mit Professor Weasley das eine oder andere Tutorial machen. Und mit den anderen Lehrern auch. Bevor wir überhaupt alles machen können in der Burg. Ja, da ist nichts, da ist jetzt nichts zu holen. Später kann man mit Revelio noch einiges tun. So, das ist, da hinten kommt ist der andere Rundgang zu den Schlafsälen. So.
Einmal eine kurze Stärkung. Und hier ist, glaube ich, nochmal ein Aufenthaltsraum. Genau. Und hier haben wir jetzt das erste Mal tatsächlich eine Truhe, die wir öffnen könnten, wenn wir den Zauber dafür könnten. Den werden wir deutlich später noch lernen. Und den will ich auch definitiv lernen, weil es gibt extrem viele verschlossene Truhen, Türen, alles Mögliche. Und da würde uns einiges entgehen, wenn wir diese Zauber nicht lernen würden und die Schlösser nicht öffnen würden. Es gibt 3 Levels von Locks, Level 1, Level 2, Level 3. Und hier haben wir, glaube ich, sogar ein Level 3, ja. Und es dauert eine ganze Weile, bis wir Level 3 Locks öffnen können. Also beim ersten Mal hat es mindestens, würde ich mal schätzen, so etwa 2/3 der Spielzeit gebraucht, bis ich Level 3 Locks öffnen konnte. Und geschätzt haben wir schon so gute 50 bis 70 Stunden insgesamt gebraucht, um da hinzukommen. Revelio. Würde ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus schätzen. Ja. Okay. Dann gehen wir mal wieder runter. Und jetzt gehen wir tatsächlich mal raus aus dem Common Room. Und gehen zu Professor Weasley. Hallo. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is Wow. it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. Das war mein Entrance. To take full advantage of this exceptionally valuable resource. Und weg ist es. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Im Prinzip ist es einfach This nur ein way. Journal. There in the wild. It would be terrifying to Ja, ja. encounter. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Ja, ein bisschen Using neidisch, the ne? guide will also train you to be alert to your surroundings. Hier das Haus Chest, das ist auch eine kleine oder eine größere Nebenquest, muss man ganz ehrlich sagen. Muss man ziemlich viele Collectibles finden und dann kriegt man dafür, glaube ich, am Ende ein Outfit als Belohnung, ein relativ wertvolles Outfit sogar. Ja, dann machen wir weiter hier. Okay, jetzt schneller kann ich anscheinend gerade nicht gehen. Ja, ich kann auch nicht The rennen. guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Es gibt eine ganze Menge Einträge später im Field Guide. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Na klar. Revelio. Kelpie statue. This statue depicts the Kelpie, a shape-shifting water demon native to Ireland and Great Britain, which usually takes the form of a long-maned horse. The largest Kelpie ever reported is the Loch Ness Monster in Scotland. Ja, hier der kleine Wink an die Popkultur.
You've just unlocked a Field Guide Challenge. Your progress towards completing challenges appear here. Field Guide Challenges are the only way to acquire Experience Points or XP. So, und jetzt können wir hier einmal die den Field Guide öffnen. Mit der Start-Taste bzw. der Pausentaste. This is your wizarding level. XP earned from challenges increases your level and power. Ja, also wir sind Level 1 und ich weiß gar nicht, was der Level Cap ist, aber der ist relativ hoch, glaube ich. Your Field Guide tracks your current challenge progress. Select the Challenges menu to continue. Ja, dann machen wir das mal. Collecting your first guide page unlocked a new challenge category. New challenges you unlock throughout your adventure will appear here. Select Field Guide pages to continue. Each challenge has tiers. Special rewards unlock at each tier you complete, from appearances to critical upgrades. Rewards must be claimed from the challenges menu. Come back often to collect rewards you have unlocked. Also wir können relativ regelmäßig, wenn wir Challenges machen und sie completen, dafür Belohnung bekommen, in Form von allen möglichen Dingen. Unter anderem auch Gegenstände. Und Clever, jetzt? isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Ja, es gibt unglaublich viele versteckte Field Guide Pages. Das ist, ja, ich weiß gar nicht. Ich habe es in meinem Hauptplaythrough bisher nicht geschafft, alle zu finden. Es sind zu viele, weil auch in der gesamten Umgebung von Hogwarts so viele versteckt sind. Das kann man nur mit einem Achievement Guide machen. So, und was ich auch noch erzählen wollte, hier hinten, diese Kiste, die sich gerade so schön bewegt hat und dieses Auge da, das ist eine spezielle Kiste, der man sich nur dann nähern kann und sie looten kann, wenn man unsichtbar ist. Deswegen auch dieses Auge. Habe ich erst sehr spät im Spiel rausgefunden. Bin mir nicht sicher, ob es dafür überhaupt irgendein Tutorial oder sowas gibt, das einem das irgendwann mal erklärt. Aber den Spell, den lernen wir erst viel später. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. So, jetzt lernen wir die Navigation in der Welt. You've discovered a Flue Flames fast travel point. You can open up the map at any time to fast travel to any discovered Flue Flames. Ja, dann machen wir mal auf. So, Hogwarts is divided into two main areas. The left side of the map is where students and professors live and includes the house, common rooms and the Great Hall. Select the Grand Staircase region to continue. Machen wir mal. In this view, you can see the Flue Flames available in that region. Green Flue Flames represent flames you have discovered, including your own house, common room. Gray Flue Flames reveal the location of undiscovered flames. Okay. The right side of the map is where you'll find academic points of interest, including the Astronomy Tower, Library and Greenhouses. Select the Library Annex region to continue. Professor Weasley has unlocked the Central Hall Flue Flames for you. Use R to rotate the map and fast travel to the Central Hall Flue Flames with Square. Dann machen wir das mal. Das ist nachher auch die Map für die gesamte Welt. Also da wird noch viel mehr zu sehen sein. Nicht nur das tatsächliche Castle, die Schule, sondern alles andere auch. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Okay. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Ja, viel los hier. Tolle Akustik. That should be all for now.
You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Okay, cool. Hogsmeade, so schnell. Das Harry Potter durfte nicht so schnell nach Hogsmeade. Okay, can you tell me more about Charms class? What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Interessant. Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Interessant. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Das interessiert mich sehr. What's Hogsmeade? Das wissen wir also noch nicht. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Ah, saufen. Okay, gut. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be Was? up to speed in no time. Zusätzliche Judging by your Aufgaben. adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Das werde ich dir nicht erzählen. Ganz einfach. Kannst mich mal. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Als hätten wir uns abgesprochen. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Was ein Theaterstück. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Na, sie ist schon sehr deutlich in dem, was sie erwartet. Kann man auch verstehen, ja? So als zielorientierte und auch durchaus mit ihren Schülerinnen. Ja? Sie erwartet schon, dass die Leute auch wirklich was tun. Ja. Sie sind schließlich Hogwarts-Schüler. Okay, dann könnten wir direkt nochmal mit Professor Fig sprechen. Mehr ist hier eigentlich nicht. Gut, hier wird noch viel mehr passieren, ja, aber reden wir mit ihm. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Ja, das habe ich. Durchaus richtig. Aber ich weiß nicht, doch, ich hab's doch. Wir sind sehr durchtrieben. Das ist der Charakter, den ich spiele, ist durchtrieben, zielorientiert und
interessiert daran an Geheimnissen und sie aufzudecken. Ja. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Er scheint auch kein großer Fan zu sein. Also, haben wir ja schon am Anfang in der ersten Folge gehört von Professor Black. Und ja, wenn Professor Weasley mit Professor Black spricht, glaube ich nicht unbedingt, dass das für ein Vorteil ist für uns. You can track available quests from the map. Ja, machen wir mal. Ja, gut. Es ist, wird hier jetzt gerade sehr aufgebauscht, aber es ist halt einfach nur die Möglichkeit, auf der Map unsere Quests zu verfolgen und die Punkte, wo die Quests denn beginnen, dann zu suchen. This, gelber Punkt, represents main quests. Completing main quests will further the story, unlock new features and grant XP. Some quests are locked by spell and or level requirements, and in these cases you will need to be the required level and or have the required spell to activate the quest. New spells can be earned by completing professors' assignments or as quest rewards. Ja. Sehr selbsterklärend. Track a quest with X to continue. So, jetzt haben wir hier zwei Main Quests zur Auswahl. Einmal Charms und einmal Defense Against the Dark Arts. Und ich möchte jetzt als erstes Defense Against the Dark Arts machen. Und dafür bekommen wir als Belohnung dann nachher den Levioso Spell. Wenn wir, The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy der fehlt ja auch noch, stimmt. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Das Locket, das er gerade angesprochen hat, das ist doch, als wir von dem Drachen angegriffen worden sind, auf die Erde gefallen. Das haben wir doch gar nicht eingesammelt, oder doch? Keine Ahnung. So, wenn wir jetzt hier nach oben drücken, genau, mit dem D-Pad, dann bekommen wir hier diesen schönen, ja, diese Linie, diesen Kompass, der uns hilft, unser Ziel zu finden. Aber ganz ehrlich, mir reicht eigentlich später die Minimap definitiv aus, deswegen werde ich das nachher nicht nochmal machen. Aber bevor wir in die Klasse gehen, in unsere Unterrichtsstunde, werde ich denn tatsächlich doch mal die erste kleine Nebenquest machen, die hier dieses graue Symbol anzeigt. Von Lenora. Und was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Es gibt ja auch noch die Belohnung von der Charms Class. Die weiß ich gar nicht auswendig, aber die können wir mal kurz nachgucken. Die wäre gewesen... Sidequest are now available. Ja, okay. Nur die kleine Info für die Sidequests. Das, was ich ohnehin jetzt gemacht hätte. Okay, wir hätten Accio bei Charms gelernt. Accio ist auch sehr wichtig. Aber ich will trotzdem erst Defense Against the Dark Arts machen. Aber jetzt Lenora. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this.
Okay. Was hast du da gefunden? Have you learned anything about it? Are there any? Okay. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Ja, Lumos können wir ja. Können wir ja gleich mal ausprobieren. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Da spricht sie was aus. Es gibt jede Menge Rätsel. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Dann wollen wir mal gucken. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Ja, klar, gerne. Dauert auch nicht lang. Also, wir casten einmal Lumos. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Genau, wir nehmen jetzt... Versuchen jetzt diesen Ort zu finden, der auf dem Bild dargestellt ist. Ich weiß, wo dieser Ort ist. Deswegen gehe ich da jetzt hin. This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, little moth. Und die Motte ist natürlich vom Licht angezogen. Und jetzt bringen wir sie zurück zum Painting. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Haha. Oh, und hier ist sogar noch ein Field Guide Page. Ja genau, die kommt als Belohnung, richtig. So, und jetzt haben wir sogar schon unsere erste Challenge geschafft. Challenges. So, Collect Field Guide Pages in Hogwarts. Und dafür bekommen wir jetzt Gear Appearance Reward. Okay. Wir haben Spectacles bekommen. Genau. So. Ja, hier geht's. Also hier, das ist der Collections-Part, wo all diese Sachen, die wir finden, eigene Einträge haben. Jede Menge Zeug. Das ist der Additional Content, der ist DLC. Also, den habe ich nicht gesammelt, sondern für den habe ich bezahlt. Und hier, das ist der Eintrag für die Kelpie-Statue, die wir vorhin gefunden haben. Aber was ich jetzt tatsächlich mal kurz möchte, ist bei Gear vorbeigucken. Nicht bei Inventory, bei Gear. Genau. Und wir können jetzt hier Faceware. Da können wir jetzt was aussuchen. Und zwar einmal hier die Gold-Rimmed Circular Spectacles. Das sind, glaube ich, die wir gerade aufgesammelt haben. Oder halt die Silver-Rimmed Hexagonal Spectacles. Das sind die wir tragen. Und das Coole ist, in Hogwarts Legacy, wir können wir können einen Gegenstand sozusagen ausrüsten, um ihn zu benutzen, aber wir können einen anderen Gegenstand dafür auswählen, der als sichtbar dargestellt wird. Ja? Also man kann sich sozusagen ein cooles Outfit machen, das aber völlig andere, wie sagt man? Ach, jetzt fehlen mir wieder die Worte. Ganz andere Attribute hat, ja. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich rüste diese Brille aus, will aber das hier als, Change Appearance, so. Ja genau, und jetzt könnte ich hier einfach eine andere nehmen, die man da sieht, die aber trotzdem nicht ausgerüstet wäre, ja, genau. Ja, aber ich möchte keine Harry Potter Brille haben. Und die Brille, die ich jetzt hier gerade aufgesammelt habe, das sind, ja genau, die Hogwarts Regalia Spectacles, die will ich nicht haben. Ohne Brille auch nicht. Wobei das auch schon ziemlich cool aussieht. Nee, ich nehme die ganz normale Brille, die ich schon die ganze Zeit hatte. Okay. So, viel zu viel geredet. Zurück ins Spiel. Wir zeigen Lenora, was wir geschafft haben. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Tja, I'm not telling. I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest.
Ha, I am not. You should have worked it out on your own. You have nerve. Especially since I'm the one who told you about it in the first place. Imagine solving a riddle that I mentioned and then not telling me the answer. Practically competing with an Ja, da hat man schon wieder gehört. Ja, Imelda, mit der wir vorhin schon gesprochen haben, ist auch nicht besonders beliebt. Selbst, ich glaube wahrscheinlich selbst in Slytherin nicht, aber ist egal. Ich spiele ja nur einen Charakter, ja. Okay, hier vorne habe ich noch ein... Revelio. Ja, genau, noch ein Field Guide Page gesehen. Central Hall Fountain. This ornate fountain features intricately carved statues of denizens of the magical world, including a set of stone sirens encircling the fountain's base. Hier fliegen übrigens auch jede Menge von diesen Field Guide Pages durch die Gegend, aber die können wir leider noch nicht. Hier kann ich nicht durch. Oh, doch, kann ich. Die können wir noch nicht bekommen, weil wir dafür Accio brauchen. Hier ist schon wieder eine Field Guide Page gewesen. Revelio. Wyvern Fountain. This fountain in the Transfiguration Courtyard has a likeness of a wyvern on top and serves as a relaxing place for students to gather. Despite rumors to the contrary, possibly started by Circadogan, this is most assuredly not meant to be the wyvern of Y, slain by the lively knight in spite of himself. Ja, Circadogan ist auch tatsächlich eine kleine Nebenfigur, die es in den Romanen auch gibt und hier auch tatsächlich noch auftritt. Können wir später oder in irgendeiner anderen Folge Revelio. Auch noch aufsuchen. So, jetzt möchte ich aber ganz gerne wirklich mal... you are currently not tracking anything. Das ist das Problem, deswegen weiß ich gerade nicht wirklich, wo ich hin muss. Da wollten wir hin, so. Jo, und los geht's. Is that all you've got? Oi, oi, oi. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Okay, wir lernen jetzt schon direkt Levioso. Levioso. Und wir können es direkt, obwohl ich es überhaupt nicht benutzt habe. Also, hat der Charakter von selbst gemacht. Now, let's try something a little larger. Warum läuft sie denn so gebrechlich rum? Let us begin with a basic cast. Ja, jetzt läuft sie schon besser. Okay.
Mach ich. See how the dummy deflected your cast? Ja. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Levioso. Good. Now, well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ja, was anderes können wir auch gar nicht. Wie der Zufall es so will. Und wir kämpfen direkt gegen Sebastian. Easy. Protego. Stupid Protego. Complicates things. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Stupid one. Levioso. I know. Das war zu leicht. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Ha, grins. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Das war's schon. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Ja, jetzt haben wir Levioso gelernt und wie wir es einsetzen können. Revelio. Hebridean Black Skeleton. This large dragon skeleton that hangs at the fence against the dark arts classroom is allegedly a trophy taken by Professor Hecat after she single-handedly defeated one of the largest poaching rings in Eastern Wales during the Great Poacher Raid of 1878. Was auch immer. Keine Ahnung. Kenne mich mit der Lore nicht wirklich aus. Von, naja, Magic History. Da kommen wir nicht rein, weil es ist ein Level 2 Log. Und ja, ich wollte aber noch was sagen. Hier dieser Raum, den erkennt man ja, schätze ich mal. Der sieht ja sehr ähnlich aus wie in den Filmen, beziehungsweise auch wie in den Lego Harry Potter Spielen. Daher habe ich ihn zumindest erkannt. Okay, hier gibt es aber noch diverse Gesprächsmöglichkeiten. Sprechen wir erstmal hier mit den anderen Schülern. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Ja, vielleicht. Hast du schon mal einen Dark Wizard getroffen? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Ja. Die kannst du mit deinem Besen wahrscheinlich nicht besiegen. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Ja, auch eine gute Idee. So. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Aha, vielleicht nicht. Und es ist nicht mal mein eigener Wand. Soll ich ihn einfach knallhart anlügen? Ah, ja. Nee, ich bin einfach mal direkt. I've dueled enough.
Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Intriguing. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Rattleby near the Clock Tower entrance. If you're interested. Auf jeden Fall. Till next time. Level up. Ja, cool. Können wir gleich mal gucken, was wir dafür kriegen. Und ja, was ich noch sagen wollte, dass das mit dem Breaking the Rule, das war eindeutig eine Referenz an Harry Potter, weil das alles Sachen sind, die Harry Potter in Harry Potter auch macht. Ja, das zum Beispiel mit der Break into the Restricted Section of the Library. So, wir haben jetzt hier 2 Main Story Quests completed und dafür bekommen wir die Legendary Gloves. Und die nächste Stufe ist das Legendary Cape. Und wir haben eine von 3 Relationships Side Quests completed. Ich weiß gar nicht. Ach doch, das war die mit Lenora. Ja, dann halt, ne, die Map wollte ich jetzt nicht. Ich wollte nochmal, genau, ich wollte hier nochmal rein, Quests. Genau, Charms Class ist die nächste und Crossed Ones ist die nächste Nebenquest, die wir machen können. Aber wir machen natürlich als nächstes Charms. Weil, Accio ist ziemlich wichtig, das sollten wir ziemlich schnell lernen. Okay, ja genau, hier Legendary Gloves, ich meine, diese Dinger, die werde ich jetzt nicht jedes Mal anklicken, ja, also das ist nicht unbedingt so nützlich, das Zeug, diese Informationen, das kann man einfach weglassen. Ich mache es jetzt das letzte Mal hier an, das nächste Mal werde ich es einfach lassen. Genau, diese Karten haben wir uns alle auch schon angeguckt und durchgelesen. Aber was wir jetzt definitiv machen, ist in das Gear gehen und gucken, was ich da bekommen kann. Ne, das war kein... War es ein Outfit? Ne, ich habe aber irgendwas bekommen. Ich glaube, es war ein... Ja genau, es war Handwear, oder? Ah, ich weiß nicht, ich habe es die ganze Zeit hier... gib mal so, so. Genau, ich will die. Und jetzt möchte ich gerne die Appearance changen. Genau, man muss immer erst was anziehen und dann kann man die Appearance changen. Und jetzt kann ich hier die schönen Legendary Gloves anziehen. Genau, das machen wir sofort. Oder die Dark Arts Gloves, die sind auch nicht schlecht, ja. Aber ich will die Legendary. Ja, aber natürlich, wie gesagt, gelten nur die Werte, die man hier sieht. Und das sind einfach nur Standard. Das ist ein Standardgegenstand, der keine großartigen, überhaupt gar keine Verbesserungen hat. Nicht so wie hier die grünen. Okay, haben wir irgendwelches Headwear? Haben wir nicht. Cloaks haben wir schon geguckt, haben wir keine. Outfits haben wir auch keine. Ja, das kommt alles erst noch. Man sieht, es gibt hier noch einiges, was man freischalten kann. Es gibt noch Griffe für unseren Zauberstab. Es gibt noch Neckwear, also Scarves, Schals und sowas. Es gibt noch die Flying Mounts, die kommen aber erst viel später. Und die Besen. Okay, gehen wir wieder raus. Und wir haben noch eine Challenge, die wir noch angucken können. Field Guide Pages. Da haben wir jetzt schon die nächste angefangen. Genau. 3 von 8 in Hogwarts. Ja, das ist auch relativ schnell geschafft, weil es gibt gerade am Anfang, es gibt so viele Pages, die man hier finden kann. Revelio. Und ich dachte jetzt eigentlich, dass Professor Hackett nochmal mit uns sprechen wollen würde. Aber das tut sie nicht. Dann gehen wir raus.
So, auf der Minimap, da sieht man jetzt hier so eine Truhe direkt vor uns, aber die kann wahrscheinlich entweder über uns oder unter uns sein. Naja, egal. Wir gehen direkt zu Charms Class. So, und was man jetzt gerade gehört hat, dieses Ding, Revelio. heißt, dass irgendwo in der Nähe eine Field Guide Page ist. Und die kann man akustisch, also audiolocaten. Da ist sie sogar schon. Also, ich mache das jetzt nochmal von ein bisschen weiter weg. Wenn ich jetzt hier locate mit Revelio, dann hört man, dass es so ein bisschen links hinter uns ist. Und man hört es auch an der Lautstärke, dass es entweder näher oder ferner ist. Revelio. So. Serpentine Beast Window. Although Slytherins like to think this window is somehow a tribute to their house founder, it is actually a serpentine beast coiled around a tree that extends from the mouth of the legendary Green Man. Ich weiß nicht, wer der Green Man ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es scheint nicht Salazar Slytherin zu sein. Okay, Treppe hoch. Überall diese Globen. Revelio. Und schon wieder ein Ding. Hier ist das nächste. Augury Skeleton. This is a skeleton of an Irish phoenix or augury, an intensely shy bird who can forecast the coming of rain and whose mournful cry was once believed to foretell death. Ja. Also was ein Augury ist, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob es das in den Harry Potter Büchern gibt. Aber hier so ein kleines Kammerorchester gibt's dort nicht. Revelio. Und wieder irgendwo Ding. Aber ich werde jetzt nicht endlos suchen. Ich gehe jetzt definitiv direkt in meinen Klassenraum. Na, noch höher. Ah, halt, falsch. Muss noch höher. So. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Aha. Er scheint wohl ein bisschen ein Schwätzer zu sein. Revelio. Unser nächster Professor. Ja, dann gehen wir mal rein. Ist hier irgendwas? Da hinten ist irgendwas hinter der Wand, aber da kommen wir noch nicht hin. Und da oben kommen wir auch nicht rein. Okay, dann beginnen. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Eieiei. Nachsitzen. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Was für ein Clown. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and
take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. So, Accio ist es dieses Mal. Accio. Aha. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Gehen wir in den Park. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Wo kommt das denn jetzt her? Wie hat er denn das jetzt gesummont? Very simply, So. cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Okay, ja. Also, er hat wieder viel geredet. Wir müssen einfach nur den Ball mit Accio herbekommen zu uns und gucken, dass wir ihn so nah bekommen wie möglich, aber halt, dass er nicht runterfällt. Accio. Excellent control there. Splendid! That's it! Very good! Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Oh, jetzt eine kleine Competition. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Na klar. Komm schon. Lass mich. Ah, nee. Natzai fängt an. Beziehungsweise Natty, wie sie heißt. Die wird später auch noch das ein oder andere Abenteuer mit uns erleben. Na, komm schon. Darf ich jetzt? Ja, ich darf. Accio. Excellent. Let us see this. There we go. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Well done. Be sharp. Bloß nicht mir in den Weg fahren hier. Phew. Accio. Aha. Winner, winner, chicken dinner. A perfect score. Remarkable.
Auch nur deswegen, weil ich es jetzt schon ein paar Mal probiert habe. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. Was meinst du jetzt damit? Enough chatter. Focus now. You will need it. Heißt das, es This ist round nicht interessant? settles it all. Okay. Here we go. That is how it's done. I do not think I will start going easy on you now. Splendid! Watch this. There we go. Haha. Brilliant. Let us see this. Da hast du aber Glück gehabt, dass der nicht runtergefallen ist. I know everyone's watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Oh. Not to worry. Aber ich habe trotzdem noch gewonnen. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. So? Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Ja. Ja, bei der Frage bin ich mir immer schon nicht so ganz sicher, wie ich jetzt hier antworten soll, weil wenn ich I'm holding my own sage, dann ist das irgendwie nur so eine Art Zeigen von Schwäche. Also Schwäche im Sinne von, ich darf nicht irgendwie sagen, dass es irgendwie schwierig war oder sonst irgendwie. Und das andere ist I'm glad you understand. Das, ja, auch nicht das, was ich eigentlich antworten würde. Ich würde eher sowas sagen wie, oh, es war ja überhaupt nicht schwierig oder sowas. Aber na gut, ich nehme I'm holding my own, weil ich die Antwort nicht kenne. Punkt. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. Ach was. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Ja, das ist eine Schule, die wird auch in anderen Schriften von J.K. Rowling erwähnt. Aber ich glaube, sie kommt nicht wirklich in den Harry Potter Büchern vor, aber es kann sein, dass sie in den fantastischen Tierwesen vorkommt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair.
This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Okay, cool. Wandless Magic. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Ja. Vor allem, wenn man solche Leute wie Voldemort anguckt. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. You said you know whose name? You can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. Ja, interessante Theorie. Ah, er bewegt sich mit seinem Wand durch die Gegend, dass er nirgendwo dagegen kommt. Okay. Interessant. Okay, wer bist du? Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Ja, er ist schon eine kleine exzentrische Art bei ihm. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that. Cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Oh ja. Ja, Accio ist schon ein cooler Zauber. Und warum ist hier eine eiserne Jungfrau? Na gut. Was hast du mit mir zu bereden? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Ja, leider. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Wobei man sagen muss, dass das ja nun... dass ihr Nachsitzen im Spiel schon mehr Spaß macht als Nachsitzen in Wirklichkeit oder halt zusätzliche Arbeiten. Ach ja, stimmt, der oben ist ja zu. Ja, diese Assignments, die sind schon ganz cool. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Ja. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Aber ihr seid doch alle schon im 5. Jahr. Müsst ihr denn doch das alles schon können. Viel besser sein als ich. Revelio. If someone says you have eyes like a Ah, miau. is that a compliment? Von denen laufen hier ganz viele durch die Gegend. Da ist schon die nächste. Alle streicheln. Ah, hier ist ein Page gewesen. Revelio. Ah. Accio.
Ah, wieder ein Level-Up. Ja, dann schauen wir noch mal rein. Was können wir denn machen damit? Können wir irgendwas machen? Nee, wir haben Quests und Collections, aber... Wir können nichts verteilen, okay. Weasley after class. Ja, okay, wir sollen jetzt Professor Weasley treffen. Okay, ja. Will ich jetzt aber tatsächlich nicht mehr machen in dieser Folge. Was ich euch noch zeigen will, ist diese Szene hier hinten. Das ist Peeves gewesen, der Geist. Der hier irgendeinen Streich gespielt hat und ja, irgendwas kaputt gemacht hat. Revelio. Ja. Wenn ich mal wieder hier vorbeikomme und das wiederholt wird, hier diese Szene, diese Animation, dann werde ich darauf auch nochmal eingehen. Okay, dann mache ich jetzt hier eine Pause. Beende die zweite Folge. Danke fürs Zuschauen, Leute, beim Zuschauen von Hogwarts Legacy und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und ciao.